Ich muss nämlich da rein, weil es ist hier draußen gerade 36 Grad. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind in einem neuen Center Park, jawohl, in einem anderen Land, zu anderen Temperaturen auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Die 309 VIP-Haus im Park Hochsauerland. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Wir machen eine Roomtour. Wir steigen direkt ein. Man kommt hier quasi rein. Zweier VIP-Haus, habe ich gesagt. Wir gehen mal hier durch. Dann sind wir schon direkt im Wohnzimmer. Alles recht klein, aber total schön. Hier ist so eine kleine Insel. Das Haus sieht hier anders aus als in den Niederlanden. Da hast du ja diese Flachdächer. Hast du hier nicht. Und ich kann jetzt schon mal sagen, draußen ist 36 Grad. Hier drin ist schön kühl. Und das ist gerade sehr angenehm und das freut mich gerade sehr. Wir haben einen Ventilator dabei und wir haben einen Luftreiniger dabei. Aber momentan, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, sage ich mal. Hier ist eine schöne Sitzecke. Das Ganze sieht auch ein bisschen anders aus. Ihr seht keine grünen Wände wie in den Niederlanden. Das Ganze ist hier ein bisschen anders. Wir haben vorne eine Terrasse und wir haben halt da hinten eine Terrasse. Auch die Küche sieht anders aus. Den Whirlpool Backofen, den kennt ihr vielleicht noch aus den letzten Videos. Dann haben wir hier einen wahnsinnig großen Kühlschrank. Das finde ich immer sehr, sehr schön, dass die groß sind. Und können wir mal hier oben aufmachen. Da ist einfach nur was zur Ablage. Da liegt irgendwas drin. Ich sehe es nicht. Du siehst es gerade, ich nicht. Dann haben wir hier. Das ist bei Center Park immer so ein bisschen blöd, ne? Dass das alles so ein bisschen wenig abgezählt ist irgendwie. Du hast 4 Tassen und 4 Teller und so. Naja, gut, aber wir meckern gar nicht. Es ist schon ganz schön. So, dann haben wir hier die Gläserfraktion. Auch da wieder gut abgezählt. Beim Besteck gleich wird es wahrscheinlich wieder sehr lustig. Hier haben wir auch noch mal so ein bisschen, das sind Plastik. Genau, das ist Plastik. Besteck und Teller und so. Oh, es ist 36 Grad, ich sag's dir. Wasserkocher, das kennen wir alles. Hier ist das VIP-Set für mit hier so Waschmaschinen-Tabs und Lappen und so. Die Spülmaschine sieht auch sehr gut aus. Die ist vorhin bestimmt noch gelaufen. Und ja, dann haben wir hier Ceranfeld und so. Richtig nett. Hier haben wir Mülleimer. Hier haben wir Teller und Pfannen und hier sind Töpfe mit drin. Also alles, was man braucht im Grunde genommen. Sehr schön. Das hier kennen wir noch aus Porzellan. Das ist auch sehr schön. Und ja, dann sind wir schon hier im Wohnzimmer. So sieht das Ganze aus. Den Fernseher brauchen wir dieses Mal tatsächlich, weil es ist WM und morgen ist Spiel. Dementsprechend ist der Fernseher ein bisschen merkwürdig in die Ecke gepropft da hinten. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ich habe nur ein kleines Kabel mit für mein Apple TV. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Wir schauen mal. Ja, da ist der Kamin, den werden wir nicht brauchen. Auf die Terrasse, die zeige ich euch gleich. Wir gehen mal eben hier rum. Und da sind wir. Jetzt fängt die Sache an hier zu hallen. Und du siehst vielleicht hier, sehr hoch. Aber ich sag dir, das ist gerade hier drin unfassbar überraschend kühl. Und das ist wirklich richtig, richtig schön. Hier ist so ein Ding, warum da jetzt nicht mal irgendwie ein Bild angebracht wurde. Keine Ahnung. Im Winter ist das, glaube ich, jetzt nicht so cool, weil dunkel gelegen und so. Aber jetzt gerade ist es perfekt. Hier ist nochmal so ein kleiner Fernseher mit einem Spiegel dabei. Und dann geht es quasi, hier ist dann die Terrasse. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Raum, wo einfach nochmal Abstellsachen sind, Besen, dieser kleine Trolley zum Einkaufen fahren und der Sonnenschirm. Wir gehen, hier ist noch ein kleiner Safe, das finde ich auch sehr cool. Ich glaube, ich habe vorhin noch irgendwo einen Safe gesehen. Bin mir gerade nicht. Ach, da steht noch ein Safe, genau. Ja, hier einen richtigen Kleiderschrank gibt es irgendwie nicht. Es gibt das, aber wir sind jetzt 3 Tage hier. Also von Freitags bis Sonntags sind wir hier. Jetzt kommt aber das richtig Interessante. Jetzt kommt der Palast hier. Das ist sehr hallend und auch geht auch sehr hoch hier. Aber wenn ich jetzt hier runterfahre, dann siehst du, ein Whirlpool. Der wird definitiv genutzt, aber mit kühlerem Wasser. Das weiß ich jetzt schon.
Der sieht auch sehr gut aus, sieht ein bisschen anders aus als die anderen in den Niederlanden. Und dann schwenke ich hier rüber und dann siehst du die Sauna. Ob ich eine Sauna brauche in den nächsten Tagen, ich hoffe, man hört mich jetzt wirklich noch gut, weil es schallt hier gerade sehr. Hier ist eine Regendusche. Und wir gucken mal. Es ist voll. So, hier sieht das Ganze so dann aus. Schön. Und hier haben wir die Sauna. Boah, die ist richtig groß. Die ist schön groß. Ob wir die jetzt brauchen, werde ich im Laufe des Videos berichten. Aber das ist schön. Und die riecht auch sehr angenehm. Das ist richtig, richtig toll. Da ist die Terrasse. Und der Sonnenschirm dafür, der steht noch in der Abstellkammer, habe ich gerade gesehen. Aber wenn man dann hier rauskommt, es ist schön. Es ist schön. Und ich habe mich in fast all meinen Videos über die Terrassen aufgeregt, wie die aussehen. Und jetzt guck mal hier. Erpaheide, Hetmerdal, Hüttenhüchte. So geht das. Schaut euch das an. Euer Laden kann das. Es ist viel besser. Es ist wirklich viel besser. Du hast einen Tisch, der nicht versifft ist. Du hast hier keinen Grünspan ohne Ende. Die Dinger hier sind gestapelt. Die kannst du dir einfach runternehmen und fertig. Die siffen nicht. Das ist richtig angenehm. Sehr, sehr angenehm. Und ja, und dann geht das hier noch um die Ecke. Das kann ich noch zeigen. Du hast hier richtig Privatsphäre. So sieht es aus. Hier ist dann der Zaun und da vorne ist dann so das nächste, was ein bisschen offen ist. Aber das ist alles richtig, richtig schön. Der Park hier ist sehr, sehr gut gelegen in der Natur. Wir werden hier eine schöne Zeit haben. Jetzt habe ich doch ganz glatt hier was vergessen. Und zwar das Klo. Hier gibt es wieder ein einzelnes Klo. Ist dir wahrscheinlich gerade aufgefallen, ne? Ja, mit so einer kleinen Lüftung. Sehr klein, aber gar nicht so klein wie in den Niederlanden zum Beispiel. Hier hast du viel mehr Platz. Dafür ist hier kein Spiegel drin, aber ja, kleines Waschbecken. Völlig ausreichend. Hier ist auch schön kühl drin. Hier riecht es nur komisch. Aber ja. In Erpaheide sind wir der Sache nachgegangen, ob man trotz vieler Menschen trotzdem zur Ruhe kommen kann. Und meine Centerpark-Videos haben ja immer so ein bisschen so ein Thema. Es ist ja hier ein chronischer Kanal und dementsprechend gucken wir jetzt mal, wie das mit der Hitze so weitergeht hier. Das wird sehr interessant sein, denn das wird unser Thema hier sein. Wir persönlich haben bis jetzt noch keinen Centerpark im Sommer gemacht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss aber jetzt ehrlich sagen, hier drin ist es recht kühl, das ist wirklich gut. Und wir werden in diesem Video einfach mal der Sache nachgehen, so wie kann man es hier aushalten. In den Niederlanden hast du ja diese Flachdächer und du hast keine Klimaanlage in den Häusern, auch hier nicht. Ich weiß nicht, warum man sowas nicht mit reinbaut. Mittlerweile müsste man das doch als Standard haben, oder? Aber ist hier nicht. Aber momentan muss ich wirklich sagen, dafür, dass draußen wirklich eine Wand ist, von der Hitze her, hier drin ist es wirklich nett. Ist es wirklich nett. So, wir werden jetzt das Auto ausräumen, werden die Sachen hier reinräumen. Wir haben nämlich 18:05 Uhr und wir haben überlegt, dass wir heute vielleicht sogar noch schwimmen gehen, einfach damit es kühl wird. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zum Kaffee hier auf der Terrasse. Ich finde, der Hintergrund, der hat was, oder? Ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir Nachbarn hier haben. Erste Nacht war richtig gut. Es war gestern so abartig heiß. Wir waren noch nicht mehr schwimmen. Wir waren nur noch was essen. Und dann sind wir auch in den Bungalow gegangen. Und der hat sich als richtig gut erwiesen, denn der hat die Hitze nicht aufgenommen. Wir haben, dadurch, dass wir so eine hohe Decke da haben, war es recht kühl sogar im Schlafzimmer. Wir haben Ventilator dabei, wir haben Luftreiniger dabei wegen dem Pollen und das hätten wir gar nicht gebraucht. Hat mich sehr überrascht, muss ich wirklich sagen.
Ich weiß nicht, wie das in den anderen Parks in den Niederlanden gewesen wäre, wo du diese Flachdächer hast, ob das dann sich richtig aufheizt. Aber das hier, das war schon sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Ich habe sehr gut geschlafen. 1 Stunde 45 Tiefschlaf oder so. Beste seit langem, muss ich sagen. Ja, und jetzt finde ich, kann sich diese Terrasse hier sehr sehen lassen, oder? Es fühlt sich genauso an, wie es gerade aussieht. Und ja, wir haben gerade hier gefrühstückt und gestern Abend hat es hier noch richtig gewittert. Wir hatten einen Froschbesuch, der sich, glaube ich, bei uns verstecken wollte vor dem Gewitter. Überall hoppelt es hier, überall ist hier irgendwas am Geräusche machen. Das ist sehr schön. Also du kannst hier wirklich runterfahren. Jawohl. Ich habe einen unglaublich lieben Kommentar bekommen, den habe ich heute Morgen gesehen unter dem Hüttenhüchte-Video. Vielen herzlichen Dank, wenn du das jetzt hier siehst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe noch nicht geantwortet. Ich bin im Urlaub. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, wenn du das Video noch nicht geguckt hast mit Hüttenhüchte, dann verlinke ich dir das mal oben in der Ecke. Kannst du dir mal anschauen. Vielen herzlichen Dank. Es ist schön, dass ich Rückmeldungen bekomme auf diese Videos. Dafür macht man es ja irgendwie auch, ne? Das ist schon schön. Und dass es vielleicht auch weiterhilft und ein bisschen inspiriert. Jawohl. Heute soll es wieder über 30 Grad werden. Es ist ja alles ein bisschen kleiner. Es ist unglaublich bergig. Genau, das könnte ich vielleicht noch erzählen, dass ich für diesen Bungalow hier, wir haben die 309 und wir haben, weil ich den Park hier kannte, und das Wetter so unbeständig war. Wir wussten nicht, wie das Wetter wird. Eigentlich sollte es regnen jetzt und gewittern. Und da wir jetzt nicht die ganze Zeit so weit latschen wollten, im Regen und Gewitter, hatte ich dann gesagt, komm, lass uns diese 65 € bezahlen für die Hauswahl. Und dann haben wir dieses Haus hier aktiv selber gewählt. Quasi, sonst wären wir nämlich im 500er-Bereich gekommen. Und wenn du dir den Parkplan anguckst, das ist komplett weit weg. Und ich weiß nicht, ob das bei jedem Wetter so gut gewesen wäre. Ist immer so eine Sache, will man das machen, will man das nicht machen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wir sind fußläufig sehr nah am Market Dome und trotzdem ist es hier total ruhig, weil wir am Parkrand sind. Gestern waren wir auch nicht mehr schwimmen, weil es so heiß war. Wir waren nur noch was essen. Ich habe die beste pflanzliche Currywurst gegessen, die ich bis jetzt gegessen habe in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, wie teuer sie war. Bei 36 Grad hören bei mir die Preise auf. Es interessiert mich dann nicht mehr. Habe ich gestern festgestellt, weil ich wusste es wirklich nicht mehr. Aber die werde ich noch mal essen, weil die war sehr, sehr lecker. Du merkst hier, dass die Nuancen andere sind im Servicebereich. Du merkst, der Check-in hat gestern nicht so funktioniert wie in den Niederlanden zum Beispiel, wo du im Auto sitzen bleibst und du kriegst einfach dein Armband und fährst dann weiter durch, sondern du musstest dir erst einen Parkplatz suchen, dann musstest du zur Rezeption laufen. Es sind die kleinen Dinge, es ist nicht schlimm, aber es sind die kleinen Dinge. Und der QR-Code am Tisch, der galt dafür, dass du die Speisekarte nimmst und nicht dafür, dass du es bestellen kannst. So, ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen Kaffee hier in Ruhe aus und dann werden wir schön diesen Park hier entdecken. So, dieser Park hier hat einiges an Höhenmetern, die wir jetzt mal so ein bisschen hier erkunden werden. Das Schöne ist, es ist ja total warm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, und ich habe keine kurze Hose dabei. Ich werde gleich shoppen müssen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Europas längstem Spielplatz. Ich bin gespannt. Er soll auch wieder etwas haben, was es hier sehr viel gibt. Aussicht. Was ich jetzt schon wirklich sagen kann, ist, dieser Park ist mega gepflegt. Das siehst du an den Häusern. Das ganze Erscheinungsbild hier ist einfach mega schön. Das ist schon wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Es fällt auf. Jetzt kommt hier ein Auto her. Da kann ein Auto herfahren. Wieso kann da ein Auto herfahren? Ich habe das Ende der Truman Show entdeckt. Wenn man hierher geht, hier, so. Ich bin außerhalb des Parks. Kein Zaun. Hier fuhr gerade ein Auto her. Ich habe mich erschrocken. Kein Zaun.
Ende des Parks. Das gilt doch auch für Menschen mit CED, oder? Man müsste da jetzt noch so ein paar menschliche Tapsen hinmachen, finde ich. KI regelt, oder? Warte mal, KI regelt. Dass sowas mal hier ausgeschildert ist, das finde ich richtig toll. Medebach echt richtig geil. Also, dass man genau weiß, wo man hinzugehen hat hier. Das wäre, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, da. Bin mir aber nicht sicher. Aber dass das ausgeschildert ist, sehr geil. Bei 30 Grad. Wir gehen weiter hoch. Es geht noch weiter hoch. Da hoch. Es hört nicht auf. Hier ist der längste Spielplatz. Ich möchte ein bisschen aufpassen, dass ich hier keine Kinder filme, weil hier ein Spielplatz ist. Ne? Wir sind oben angekommen. Aber du hast noch nicht gesehen, was ich nach da sehe. Das zeige ich dir jetzt. Das Ganze ist wohl auch ein Sportpfad, finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann geht es halt hier hin, ne? Bis ins Tal. Ah, wie schön. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich mich hier aufs Maul lege. Mal schauen. Ist das eine schöne Landschaft hier, oder? Der Park ist wirklich offen. Das heißt, du hast keine Schranke oder so, wo du erst durch musst, sondern du bist dann jetzt hier einfach auf diesem Gebiet hier und gehst dann einfach zwischen den Steinen wieder in den Park. Es ist schon wirklich wunderschön hier. In der Truman Show, aus der Truman Show. In der Truman Show, außerhalb der Truman Show. Ich muss sagen, dass ich diese Höhenmeter, die habe ich anders in Erinnerung, und zwar qualvoller. Vielleicht bin ich fitter geworden. Das wäre sehr schön. Es macht mir nicht so viel aus. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn du im Regen vom Market Dome zu deinem Bungalow nach ganz oben musst oder zu deinem Haus nach ganz oben musst. Nicht so cool, lieber ein bisschen näher am Market Dome dran. Ich glaube, das war doch die beste Entscheidung. Aber ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Ne? Jeder Bungalow ist ein bisschen höher. Oder ich sage immer Bungalows, das sind doch keine Bungalows mehr, ne? Das sind richtige Häuser. Ja, die sind alle so nach oben gestaffelt. Herrlich. Herrliche Lage, wunderschöne Natur, viele Tiere hier. Und wir laufen jetzt zum Market Dome. Es gibt hier so Themenhäuser auch, wo du dann auch so einen Spielplatz mit dabei hast. Das sieht man, glaube ich, da so dazwischen. Auch sehr, sehr schön. Hier sieht man es ganz schön, finde ich. Das scheint auch nicht bewohnt zu sein gerade. Da hast du halt dann so eine Klettermöglichkeit und so. Also richtig schön, ich glaube für Familien richtig toll. Und im ganzen Park schwirrt es immer mal wieder so mit Bienen und so. Und die kommen offensichtlich von hier. Wer könnte heute spielen? Deutschland oder die Niederlande? Die Antwort ist, beide spielen heute. Man merkt es hier.
Hier ist alles ein bisschen kleiner, aber trotzdem barrierefrei auf jeden Fall. Du kannst alles erreichen mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator, mit dem Kinderwagen. Es ist richtig, richtig schön. Es ist warm hier drin. Ich schätze mal jetzt gerade so 28 Grad würde ich jetzt mal schätzen. Ob das richtig ist, kann ich dir nicht sagen. Und es ist halt schön mit dem ganzen Wasser hier und sehr mediterran gehalten, aber sehr klein. Kleiner als im Vergleich mit den anderen Videos, die ich hier schon auf dem Kanal habe. Und trotzdem sehr schön. Man kann sich hier sehr wohlfühlen auf jeden Fall. Und du hast hier halt auch alles. Also es sind alle Restaurants vorhanden. Es ist schön. Was ich sagen muss, ist, dass das im Supermarkt war sehr, sehr komisch. Denn ich bin gestern in den Supermarkt reingegangen und dachte mir so, hey, all das, was ich sonst im Centerpark immer kaufe, gerade die ungesunden Sachen, haben sie bestimmt jetzt auch, weil ja hier so viele Niederländer sind. Es ist ein ganz normaler Neukauf und es steht Rewe dran. Also es war sehr ernüchternd gestern, keine niederländischen Chips zu essen, kein niederländisches Radler zu holen. Es war sehr merkwürdig, dass da so alles war, was ich auch zu Hause essen kann. Das ist halt das dritte Land hier, ne, was wir machen. Das ist Deutschland. Ungesund haben wir trotzdem gekauft. Da vorne sieht man dann auch die Terrasse von dem Restaurant. Da findet das All You Can Eat statt. Genau, das wäre dort. Das Grand Café haben wir da. Ich gehe da jetzt gleich mal einfach mal durch. Es ist tatsächlich, weil wir auch in Deutschland sind, ist es wieder komisch, dass man mit einer Kamera hier so rumläuft, finde ich. Ist halt auch wieder so mein Empfinden, glaube ich. Aber ja, genau so ist es. Ist komisch. Man wird auch angeguckt. Ich habe doch vorhin gesagt, ich wusste nicht mehr, was das gekostet hat. Hier ist sie, 13,50 Euro. Ja, das ist günstiger als der Burger, den ich in Holland gegessen habe. So, hier einmal so Käsespätzle und das da tut gerade sehr gut, alkoholfreies Radler. Insgesamt haben wir jetzt 41 Euro für 2 Gerichte und Getränke bezahlt. In den Niederlanden und Belgien sind wir nie unter 60 Euro aus so einem Ding rausgekommen. Also humanär, würde ich mal sagen. So, wir haben wieder unser seltenes Stück abgeholt. Diesmal sieht es sogar sehr schön aus. Letztes Mal war es ja so ein Magnet. Seht ihr im Erper-Heide-Video. Das hier sieht gar nicht so schlecht aus. Passt nur nicht an den Kühlschrank. Du hast es vielleicht schon gesehen. Hier heißen die ganzen Sachen alle anders als in den anderen Videos. Hier ist Market Café Il Giardino, glaube ich. Statt Nonnas. Ne? Dann haben wir hier Family Grill. Family Grill. Ja, hier das Market Restaurant. Und dann kannst du dir auch Sachen liefern lassen in dem Bungalow. Also ja, heißt hier alles ein bisschen anders. Aber eigentlich weiß man ungefähr, was man hier kriegt. Achso, und sie haben hier auch tatsächlich noch ein Pfannkuchenhaus. Das ist sehr selten. So, ihr seht, hier gibt es Oatly. Und ich finde, Oatly ist immer ganz gut. Als Preis zu sehen 2,79 Euro. Die Barista-Variante ist ähnlich wie bei uns. Es ist hier wirklich hier human, was die Preise angeht. Wir haben hier unten Schocomel. 2,39 €. Ich finde es völlig in Ordnung. Oder ich bin schon abgestumpft durch die anderen Parks. Kann natürlich auch sein. Benjamin Blümchentorte. Ich glaube, die wird öfter gekauft hier, als ich jetzt gerade denke. Vielleicht erinnerst du dich noch an das letzte Mal mit dem Kinder Bueno. Hier, 3,29 €. Ich glaube, in Aperheide in Belgien hatten wir 6 Euro noch was. Ich meine ja, ne? Und Rittersport sehen wir hier 1,99 €, 2,29 €. Naja, ist immer noch teuer, aber ich glaube, es ist in Ordnung, oder? Was sagst du? Schreib's in die Kommentare. Ich muss sagen, die zweite Nacht war nicht ganz so komfortabel wie die erste Nacht. Ich komme mit dem Kissen hier nicht so ganz klar. Habe vergessen, mein eigenes mitzunehmen. Ich merke es richtig gut am Nacken, aber
da kann der Centerparks ja nichts für. Ne? Lass uns mal ein Fazit machen, und zwar, oder zwei Fazits ziehen. Einmal Bungalow und einmal Hitze und Centerparks. Und diesem Centerpark hier. Fangen wir mit dem Bungalow an. Der Bungalow ist kein Bungalow, ich bezeichne ihn immer als Bungalow. Für mich ist Centerparks immer Bungalow Park. Das hier ist ein Haus. Das ist einfach ein fertiges, richtiges Haus mit einem fetten Dach und nicht so ein Flachdach. Es ist ein Haus. Und ich muss wirklich sagen, dass wir haben uns vorhin darüber hier noch unterhalten und haben gesagt, wir glauben beide, dass die Häuser, die wir alle in der Vergangenheit gehabt haben, in den Niederlanden, in Belgien, die wären bei der Hitze, wie sie am Freitag vor allem hier ja auch war, wo es immer geschwankt ist zwischen 36 und 38 Grad, das wäre eine ganz andere Nummer gewesen als hier. Hier war es wirklich überraschend aushaltbar. Und natürlich drückend und so, gar keine Frage, aber es war hier wirklich durch die hohen Decken, war das hier wirklich schön. Die Nächte waren völlig in Ordnung. Wir hatten zwar immer den Ventilator laufen, aber es war völlig in Ordnung. Wichtig ist, wir reden ja gleich noch über Hitze und so, wir reden hier immer von 309. Ich weiß nicht, wie es in dem anderen Bungalow nebenan ist. Ich weiß nicht, wie es da hinten in den Bungalows ist oder ganz unten am Market Dome. Keine Ahnung. Das Schöne ist, es hat sich wirklich gelohnt, diese 65 € zu bezahlen. Da bin ich fest der Meinung, das hat sich gelohnt. Wir sind am Parkrand und wir sind in 2,5 Minuten am Market Dome. Also es ist wirklich cool und trotzdem ist es bergauf. Wir haben gestern Abend, als wir so müde waren von dem ganzen Schwimmen und so, wir wären nicht mehr runtergegangen zum Public Viewing. Und weil einfach auf dem Rückweg haben wir gesagt, wie gut, dass wir jetzt nicht 500 noch was haben. Weil dann hättest du komplett in die andere Richtung marschieren müssen, bergauf. Und wenn du einen ganzen Tag mit Aktivitäten hinter dir hast, ist das halt nochmal was anderes. Ne? Also Bungalow, sehr cool, sehr merkwürdig geschnitten, das muss man auch sagen. Ich habe eine Theorie, die wirklich nur meine Vermutung ist, wo ich nicht weiß, ist das jetzt richtig oder nicht. Aber nebenan sind zwei Häuser, die behindertengerecht sind. Und ich glaube, das hier ist ein alter Grandorado Park, der umgebaut wurde zu einem Centerpark. Und ich kenne das auch noch als Grandorado Park, da war ich hier als Jugendlicher. Und ich glaube einfach, dass, weil dieser Bungalow hier schon auch mit einem Rollstuhl befahrbar wäre, ich glaube einfach, dass die ein Haus aus dieser Reihe genommen haben und haben es umgebaut zu einem VIP-Haus. Das ist meine Vermutung, weil das ist alles so merkwürdig groß hier so. Dadurch wird es auch so ein bisschen unkomfortabel, will ich nicht sagen, aber ungemütlich vielleicht. Ich verstehe nicht, warum zum Beispiel kein Bild übers Bett gehangen wurde. Das hätte dem Raum ein bisschen von dem Hall weggenommen zum Beispiel. Das Badezimmer ist absurd groß. Es ist so absurd groß, sodass du auch keine Gemütlichkeit hast. Aber gleichzeitig ist die Sauna so groß, dass du theoretisch mit einer kleinen Rampe auch mit einem Rollstuhl da reinkämst. Was ich cool finde. Und ja, aber es ist absurd groß, absurd hoch. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Du hörst alles, es ist wirklich, jetzt gerade läuft Wasser da vorne. Ich hoffe, das Mikrofon filtert es raus, aber ich könnte mir vorstellen, dass man draußen sogar das Wasser noch hört, weil es einfach so schallt, weil hohe Decken dabei sind. Ne? Also es ist irgendwie sehr absurd teilweise. Der Fernseher ist in so eine Ecke gepresst. Wir sind ja an anderen Bungalows vorbeigelaufen, die VIP sind. Die sahen irgendwie anders aus, gemütlicher aus. Also diese Gemütlichkeit hast du hier, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das in so einem Ranking macht, 6 von 10. 6 von 10 würde ich sagen. Aber Klagen auf hohem Niveau, das Ding hier ist super. Ich würde ihn auch wieder buchen, gar keine Frage. Er hat wirklich gut gehalten. Die Terrasse ist toll, der Ausblick ist schön. Ich habe jeden Morgen da draußen gesessen und Kaffee getrunken. Es war einfach sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zur Hitze. Keine Klimaanlage, das ist so ein Ding, ich verstehe die Aversion gegen Klimaanlagen nicht so wirklich. Also in diesem Haus war es jetzt möglich zu wohnen, ohne dass es wirklich schlimm wurde. Ich habe aber gesehen, gestern, als ich hier rumgelaufen bin, andere Häuser hatten offensichtlich ein bisschen mehr zu kämpfen. Es wirkte zumindest so. Gut, was das Haus angeht, bin ich jetzt fein damit. Das haben wir ganz gut gelöst hier. Das
ganz gut gepasst. Aber es gab ja auch den Market Dome. Und der Market Dome war gestern abartig warm. Ich habe es da drin nicht ausgehalten. Ich habe gestern nicht verstanden und vorgestern auch nicht verstanden, wie da Menschen sitzen können und essen können. Wahrscheinlich haben sie vorher einen Tisch gebucht und wollten den nicht mehr absagen oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die saßen da alle, haben ihr Essen gegessen und du hast richtig gesehen, wie sie damit gerungen haben mit dieser Hitze und haben sich irgendwas zugefächert mit irgendwelchen Dingen. Das war so dermaßen tropisch und ich verstehe auch nicht, warum man seine Mitarbeiter so einer Hitze aussetzt. Also das verstehe ich gar nicht. Wir waren in einem anderen Store. Ich weiß nicht, ob die Sozialräume von den Mitarbeitern vielleicht klimatisiert sind. Und wenn der Biergarten draußen nicht gewesen wäre die ganze Zeit, dann hätten wir hier uns selbst versorgt. Also definitiv, dann wären wir hier oben gewesen auf dem Berg und hätten uns selbst versorgt, denn ich hätte das da nicht so länger ausgehalten, muss ich ehrlich sagen. Und ich verstehe nicht, warum man nicht 2026 sich mal irgendwie auf diese große Hitze vorbereiten kann und sich anpassen kann, anpassen kann. Es wird ja die nächste Zeit immer mehr so sein wahrscheinlich. Also verstehe ich das nicht so, aber das ist meine persönliche Meinung. Da wird wahrscheinlich jeder andere wieder eine andere Meinung zu haben. Aber ja, das ist sehr merkwürdig. Gerade bei chronisch Kranken, wenn du es auch hast, dann weißt du es, wie es ist. Da geht die Hitze sehr, sehr schnell in Entzündungen rüber, also von Stress in Entzündungen. Und das ist halt nicht cool und das kann man vermeiden durch Kühlen. Und das habe ich nicht so ganz verstanden hier. Möchte das Ganze aber auf gar keinen Fall schlecht reden, denn tatsächlich muss ich wirklich sagen, wir haben einen neuen Lieblingspark gewonnen, glaube ich. Also wir würden hier definitiv nochmal hinkommen. Wir werden das hier auf jeden Fall nochmal machen, vielleicht sogar ein bisschen länger. Dieser Park ist wunderschön. Und ich habe ja immer so diesen Witz gehabt in den letzten Videos, von wegen, das Ganze ist so ein bisschen hier wie so eine Truman-Show, am Ende läufst du gegen einen Zaun. Der Zaun, der ist hier irgendwie gar nicht da. Du hast es gestern vielleicht gesehen, dass du immer wieder rein und raus kannst. Du kriegst hier auch immer Antworten, wenn du an der Rezeption fragst, von wegen, ja, für unsere Hausgäste ist das so und so. Die wissen ganz genau, dass hier Leute aus der Region hinkommen zum Essen, zum Schwimmen, zum Spazierengehen, dass sich Leute einfach den Park auch nur angucken, wenn sie oben auf dem Berg sind, wo der Spielplatz war. Das wissen die hier ganz genau und das wäre in so einem Park wie Het Meerdal zum Beispiel, da haben wir uns mal mit anderen getroffen und da kamst du gar nicht rein. Du stehst vor der Schranke, musst dein Tagesgeld bezahlen, dann bist du Tagesgast und dann darfst du erst rein. Das wäre da undenkbar, dass du da einfach mal durchläufst und mal schaust, wie sieht das denn hier aus. Da musst du schon gut tricksen können, glaube ich. Aber das ist hier viel offener, ganz anders geregelt. Ein wirklich wunderschöner Park. Wenn ich hier länger bleiben würde als ein Wochenende, dann würde ich die Region mit reinbeziehen. Auf jeden Fall. Der Kahle Asten ist in der Nähe, Fort Fun ist in der Nähe, Willingen ist in der Nähe. Du kannst also hier ganz viele Dinge machen. Zipline. Du hast hier wirklich eine richtig gute Urlaubsgegend, wo du richtig viel Aktion und Wandern und Natur hast. Es ist einfach super herrlich, wunderbar ruhig. Ich kann mir auch vorstellen, dass das hier im Winter richtig schön ist. Ich wollte hier mal zu Silvester hin. Da waren die Preise aber so abartig. Das war einfach sehr krass. Wir haben jetzt hier für ein Wochenende, dadurch, dass wir das Haus mit dazu gebucht haben, haben wir jetzt 600 € bezahlt. Ich glaube, so in den Dreh, ich runde jetzt, glaube ich, ab. 600 €, ja, irgendwas 630 oder so. Muss man selber entscheiden, ob das gut oder nicht gut ist, ob das viel oder nicht viel ist. Ich fand es jetzt wirklich sehr schön. Es war eine sehr schöne Auszeit. Ich mag dieses Center Park Feeling sehr. Es ist wirklich immer so ein Weg von der Arbeit, weg von dem Alltag und so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ich mag diese Wochenenden immer. Man geht raus und verbringt am Wochenende eine schöne Zeit, als ich mache einmal 3 Wochen Urlaub oder so. Ich mag das lieber so, weil es dann so ein bisschen in den Alltag integriert ist. Gefühlt jedenfalls. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen gefallen, hat dir ein bisschen Unterhaltung gegeben, vielleicht einen Impuls, vielleicht eine Motivation, das hier selber zu buchen, hier hinzukommen. Wir machen das hier auf jeden Fall nochmal.
und werden uns das hier vielleicht mit einem anderen Bungalow auch nochmal angucken. Vielleicht doch ein bisschen höher. Mal schauen. Auf diesem Kanal hier, wenn du ihn abonniert hast, wirst du es mitbekommen. Und wenn du jetzt noch durch die anderen Center Park Videos durchklicken möchtest, mittlerweile habe ich hier echt eine Menge Center Park Videos. Ne? Wir haben wirklich einiges. Ich verlinke dir mal die Playliste hier und ich verlinke dir mal das letzte aus Erpe-Heide, wo wir eine Woche lang waren. Das verlinke ich dir mal hier. Das war auch richtig cool dort. Jawohl. Gut, wir sehen und hören uns recht bald wieder. Bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.